Hier ist wieder euer Sergeant Nick Hein mit den 10 Dirtiest Tricks. Ja, wir hatten schon die ersten 5, die waren schon grenzwertig, aber jetzt wird es richtig mies. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil. So, die nächste Technik ist nicht illegal, aber trotzdem ganz schön fies. Es geht um eine Befreiung aus der Clinch-Situation. Ja? Er hat mich jetzt quasi geclincht, hat vielleicht sogar beide Underhooks. Das ist die schlimmste, die Worst-Case-Situation. Und ja genau, und drückt mich hier gegen den Käfig. Und ich muss jetzt versuchen, irgendwie mich aus der Situation zu befreien. Und ein Ding, was wirklich gut funktioniert, ist, wenn ich meine Beine ein bisschen spreize und mein Gewicht quasi hier auf seinen Arm lasten lasse und dann einfach diese Rubbelbewegung mache. Hier schön seine Hand so am Käfig aufreiben. Das Ding ist einfach so schmerzhaft, das kann keiner halten. Und wenn man das, wir haben es jetzt noch ganz moderat gemacht, ja, wenn ich da richtig mit Effekt rangehe, dann ja, entweder lässt los oder die Finger gehen flöten. Den nächsten Trick, ja, den kenne ich ein bisschen besser, weil das habe ich vielleicht auch schon mal gemacht. Und zwar bin ich beim Kampf mit dem Rücken auch an Käfig geclincht worden, ja. Und ich habe hier echt eine bescheuerte Position gehabt. Und dann habe ich einfach den Handschuh fixiert, indem ich meinen Finger, komm mal ran hier, meinen Finger hier reingeschoben habe, ja. Und dann hat er versucht, seinen Arm rauszuziehen und ich habe ihn hier so gehabt, so schön verdeckt und habe ihn dann bong, bong, bong immer ein paar drüber gegeben. Und dann hat er dann auch irgendwie gesagt, ey, Schiri und so, was ist denn hier los? Und ich dann auch, ey, was denn, was denn? Was denn? Ich weiß nicht, was los ist. Ja, die Leute immer, wie sich beschweren. Also, ist jetzt eine Sache, ne, bin ich nicht so stolz drauf. Ihr wisst ja, ne, MMA, viele Techniken sind erlaubt, ja, gerade die Kicks, hier Low Kicks, kann ich eigentlich alles machen. Ich kann auch Front Kicks sogar zum Oberschenkel treten. Aber es gibt halt einen speziellen Kick, ja, der ist auch wieder sehr grenzwertig, der Oblique Kick. Das ist ein Tritt, der quasi von oben wie so ein Beil auf das durchgestreckte Knie geht. Das heißt, wenn der Harold jetzt in seiner Auslage steht, dann ziehe ich mein Bein nach oben und komme von oben mit meinem ganzen Gewicht auf das Bein runter. Ja, nochmal. Bam. Auch so eine Lieblingstechnik von John Jones. Abgesehen davon, dass es für Verletzungen sorgt, spricht es nicht wirklich für Sportsgeist. Jetzt muss man sich entscheiden. Ja? Will ich den Kampf gewinnen? Ja, mit allen Mitteln. Weiß ich nicht. Die nächste Technik ist wieder eine der gängigeren Techniken, und zwar das Vorenthalten von Luft. Ja, wenn man den anderen so ein bisschen ja, in Panikmodus bringen möchte, da gibt es verschiedene Versionen. Ich zeige euch 3 heute, und zwar einmal aus der Guard-Situation. Ja, ich arbeite jetzt hier aus dieser Position, will Schläge anbringen und komme auf einmal mit meinem ganzen Oberkörper nach vorne, ja, und tue so, als wäre ich hier irgendwie technisch beschäftigt, will vielleicht einen Choke durchbringen, aber in Wirklichkeit halte ich ihm die ganze Zeit nur, komm her, halte ihm die ganze Zeit nur die Hand auf den Mund und unter die Nase. Und gerade wenn ich hier mit dem Oberkörper drüber bin, dann wird es unangenehm für ihn. Eine andere Position, die mir auch gefällt, die mir überhaupt nicht gefällt, das finde ich schlecht, ja, ist, wenn er jetzt einen Takedown gemacht hat, so, und ich versuche den Takedown irgendwie wegzuhalten, dann gehe ich auch wieder hier von oben mit meiner Hand unter sein Gesicht, der halt wieder mit dem kleinen Finger, den schiebe ich schön vor die Nasenlöcher und mit der Hand über den Mund, ja, und hänge mit meinem ganzen Kopf, meinem ganzen Oberkörper mit vollem Gewicht drauf und ja, bin ihn quasi so ein bisschen am dasselig machen. Und dann kommen wir zur dritten Position, ja, und zwar mit der Mount. Das ist ein bisschen subtiler, weil das nicht so offensichtlich ist, dass ich ihm da irgendwie quasi von der Atmosphäre abschneide, und zwar mache ich das Ganze mit meinem Oberkörper, ja. Ich lege mich jetzt, gerade wenn man so eklig verschwitzt ist, ja, pitschnass, und dann schön so mit der Haut über sein Gesicht geht hier und mit dem Bauch alles abdeckt und dann hier schlägt und schlägt und schlägt. Die Schläge werden ihn gar nicht so interessieren. Was für ihn viel schlimmer ist, ist, dass er meinen ganzen Schweiß im Mund hat und eigentlich nicht wirklich atmen kann. Eine Technik, die grundsätzlich verboten ist, ist das Jabben oder das Schlagen an den Hals. Der Hals ist wirklich so eine auch von der Reglementierung gesicherte Zone beim Kämpfen. Also man darf sowohl nicht von vorne schlagen oder dran greifen mit der Hand. Man darf auch hier im Nacken, also Wirbelsäulenbereich, nicht schlagen. Deswegen, ja, weil es einfach, brauchen wir nicht drüber reden, ja, wenn der Kehlkopf irgendwie verschluckt wird, ja, dann ist man hinüber. Deswegen, sobald man merkt oder der Kampfrichter sieht, dass ein Schlag irgendwie zu tief geht und hier, auch wenn es wild umhergeht, ja, irgendwie in Richtung Hals geht, wird sofort unterbrochen. Also das ist eine Sache, die ist nicht grenzwertig, sondern die ist definitiv verboten. So, das ist jetzt unser Bonus, ja, wenn ihr mal wirklich nicht mehr könnt, ja, wenn ihr
mit so einem Vieh wie mit dem Harold zu tun habt, ja, und einfach nicht mehr weiter wisst, ja. Das passiert auch relativ häufig, öfters wohl im Boxen, ja, dass man einfach den Mundschutz ausspuckt, ja. Also man, ja, der sitzt jetzt bombenfest, aber irgendwie, oh. Weil dann ist der Schiri dazu gezwungen, den Kampf zu unterbrechen. Ja? Ich habe ein paar Sekunden Zeit, um jetzt durchzuatmen. Und dann wird in der Regel der Mundschutz wieder hochgenommen. Ja? Und weil da irgendwie so Fussel und so weiter vom Boden drauf sind, muss er noch sauber gemacht werden. Ja? Spielt mir alles gut in den Plan. Und dann wird er mir wieder gegeben und dann wird er eingesetzt. Und dann wird weiter gekämpft. Eine Sache, ein berühmtes Beispiel, wo das aber dann nicht geklappt hat. Bisping gegen Anderson Silva, ja? Ein Kampf in England. Bisping verliert seinen Mundschutz, ob absichtlich oder aus Versehen, aber der Mundschutz liegt auf dem Boden und Bisping zeigt auf den Mundschutz. Ja, der Schiri sieht das, ja, und sagt aber, nö, weiterkämpfen. In dem Augenblick springt Anderson Silva mit einem Knie in Bisping rein, der ist immer noch nicht ganz auf Sendung, baff, geht K.O., ja, aber das auch noch genau mit dem Gong und wurde dadurch gerettet. Aber wie gesagt, also wenn man das sich zur Taktik macht, kann auch nach hinten losgehen. So, das war der zweite Teil mit den 10 Dirtiest Tricks. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben noch einiges, ja, im Petto, aber dafür muss man über 18 sein. Also, stay tuned.